Jo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es etwas, was ich schon seit Wochen oder Monaten mal drehen wollte. Und zwar ein Zeig mir mal Video. Ich habe das schon bei Anne Wünsche gesehen und bei Jenny. Sie hat auch ein Video dazu gedreht. Und ich wollte das auch unbedingt machen und habe euch vor einiger Zeit mal auf Instagram gefragt, ob ihr mir mal eure Vorschläge schicken würdet für ein Zeig mir mal Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Vlog-Kanal zu abonnieren, denn da findet ihr immer ganz private Einblicke aus meinem Alltag. Also checkt den auf jeden Fall mal ab. Und jetzt springen wir direkt ins Video. Ich habe mir alles gescreenshottet und schaue jetzt mal, was ihr sehen wollt. Und eventuell mache ich einen zweiten Teil draus, je nachdem, wie viele Sachen das sind. Und vielleicht aber auch nicht. Okay, tschüss. Mein Lieblingslied ist auf jeden Fall eins von Demi, weil ich Demi liebe. Aber welches davon? Boah, schwierig. Also auf jeden Fall ist Warrior ganz weit oben. Sober finde ich auch mega. Stone Cold. Ich kann mich, glaube ich, nicht auf ein Lied beschränken. Wir belassen es mal bei den dreien. Dein Lieblingsbuch? Also, ich fand Shades of Grey richtig gut und ihr steht lustigerweise gerade stativmäßig auf ein paar Büchern. Tribute von Panem fand ich mega. Leider Gottes lese ich momentan nicht sonderlich viel, aber die fand ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Kann ich empfehlen. Und das Buch von Demi, das ist nämlich richtig cool und ich poste da auch seit Januar jeden Tag ein Zitat aus dem Buch. Ich habe das Buch nämlich auf Englisch und auf Deutsch und da gibt es für jeden Tag im kompletten Jahr immer ein Zitat und dann so ein Tipp von Demi. So zum Beispiel: Versuche heute irgendwem in deinem Umfeld ein Kompliment zu machen oder irgendwie sowas. Und das ist total motivierend und inspirierend. Und das Buch kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist halt kein richtiges Buch so zum Lesen, aber so für jeden Tag abends mal oder morgens so ein bisschen Motivationsschub zu bekommen, dafür ist das richtig gut. Mein Kühlschrank und meine Vorräte. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal an, hier rumzulaufen. Allerdings ist mein Kühlschrank kein einziges bisschen aufgeräumt. Aber ich zeige ihn euch. Beziehungsweise unser Kühlschrank ist ja nicht meiner. So sieht der aus. Das ist einer von Samsung, falls das jemand interessiert. Und so sieht der von innen aus. Der ist richtig voll. Hier ist ein Kuchen drin, den ich gestern gebacken habe. Oben ist eigentlich gerade Chaos, weil das da eigentlich gar nicht hingehört. Das gehört dahin, wo der Kuchen ist. Aber na gut, da sind so Eier und so. Dann sind da noch ein paar Getränke. Hier sind dann so Sachen für Brot, für Fabio Wurst und so Käse. Wie gesagt, jetzt der Kuchen. Das ist so das Fach, wo ich immer alles alles zum Kochen drin habe, damit das nicht wegkommt. Übrigens, das ist mir runtergefallen. Ja, ich bin dumm, mein Kühlschrank ist nicht aufgeräumt. Da ist Tofu drin, Käse, Quark. Also alles, was ich für die kommenden Rezepte brauche, was nicht weg soll. Also das ist das Fach quasi, wo niemand dran gehen darf, weil ich das für Rezepte brauche. Dann ist da natürlich Gemüse drin, Paprika, Zucchini, Kohlrabi, Frühlingszwiebel, Sellerie, Lauch, whatever. Hier sind dann so Getränkesachen, Milch und so. Ganz viele Soßen, der Hefe, Zitrone, das war's eigentlich. Also eigentlich unspektakulär. Und Vorräte, ja, wir können ja mal in die Abstellkammer gehen, die ist auch nicht aufgeräumt. Ich würde sagen, so sieht das aus. Hier sind so Milchvorräte. Hier sind noch ein paar, es ist nicht ganz sortiert, leider. Hier sind noch so ein paar Soßen, Margarine. Ja, ihr seht's mit nicht ganz sortiert. Das sind so Cornflakes-Sachen. Und leider ist das Fach halt viel zu klein. Ich muss das alles hier mal neu ordnen. Dann haben wir hier noch Soßen. Hier sind so Konserven, Tomatenmark, Mais, Kidneybohnen, sowas halt alles. Da oben sind so Sachen zum Backen, Mehl, Zucker und so Kleinigkeiten. Dann ist hier alles voll mit Nudeln, und zwar mit normalen Nudeln, mit so low-carbigen Nudeln. Dann ist hier Reis, Linsen, Grünkern, Bohnen, diese Reisnudeln, also sowas alles in der Art. Und hier sind so ein bisschen, ja, so Fertigsachen. Sowas hier oder zum Beispiel so Gemüsebratlinge, Soßen, so Bruschetta, Pesto-Zeugs. Und da unten ist noch so Backkakao, Paniermehl, Stärke, sowas in der Art. Achso, und da hinten ist auch noch so ein bisschen Kakao, ja, und sowas. Genau, und der Rest hat nichts mit Lebensmitteln zu tun, aber das sind so die Vorräte.
Warum wollt ihr mein Klo sehen? Aber okay, ich zeig's euch. Ich möchte kurz anmerken, dass ich vor diesem Video nichts aufgeräumt oder extra geputzt oder sonst irgendwas habe. Es ist alles jetzt so der Zustand. Das ist unser Klo. Wir haben zwei. Das ist das untere Klo. Und das ist das obere Klo. Oder wollt ihr ins Klo reingucken? Unsere Süßigkeiten-Schublade. Oh mein Gott, auch die ist nicht aufgeräumt. Die war sogar bis vor kurzem noch aufgeräumt, aber jetzt ist sie leider nicht mehr aufgeräumt. Wir haben zum einen hier so eine Grabbelkiste mit so Kleinkrams drin. Aber das ist ja nicht die Schublade, sondern das ist die Schublade. Die ist, wie gesagt, absolut unordentlich. Aber diese Eier sind so geil. Die habe ich mir nach Ostern gekauft im Aldi. Die sind der Wahnsinn. Dann haben wir so Kekse, Waffeln, Merci, Lakritz. Seid ihr Team Lakritz oder Team Anti-Lakritz? Die Schokolade, richtig geil. Halorenkugeln, mega geil. Sowas essen wir eigentlich nicht. Deswegen liegt es seit 100 Jahren da drin. So Gummibärchen, Sachen, Milka und so weiter und so fort. Dann haben wir da drunter noch eine Schublade. Kann man jetzt definieren, wie man will, ob das so Süßigkeiten zählt oder nicht. Da sind so ein bisschen herzhaftere Sachen drin. Und Bonbons. Das sind alles Bonbons. Hier ist so ein Zwieback. Hier sind ganz viele Riegel drin. Reiskräcker. Ja, so Sachen halt. So ein bisschen herzhaftere und keksige Sachen und so. Das war's. Wundert euch nicht, hier ist gerade ein bisschen Umräumstimmung. Deswegen steht hier Karton und alles mögliche. Meine Lieblingsmascara habe ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich Lash Extensions benutze. Deswegen benutze ich nicht wirklich Mascara. Aber ich kann mal gucken. Also früher, kann ich euch zu 100% sagen, war es diese. Ich weiß nicht, ob es die in der Art und Weise noch gibt. Von Catrice, die Glam Doll wasserfeste Mascara. Die war der Wahnsinn. Ansonsten mochte ich jetzt die aktuell ganz gerne. Die ist von Et Rebel, die Lash Express and Hyaluronic Mascara. Die von NYX mag ich auch ganz gerne. Und die andere von NYX, die hier, die Worthy Hype Mascara. Genau. Allzu viel kann ich jetzt zum Wimpernthema nicht sagen, weil wie gesagt, ich bin Team Lash Extensions. Ich habe keine Ahnung, was mein ältestes Schminkprodukt ist. Vielleicht irgend so ein uraltes Puder oder Make-up oder so. So richtig alt. Vielleicht sowas hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, was ich auf jeden Fall nicht mehr benutze, aber trotzdem noch hier rumfliegt. Für meine Sockenschublade müssen wir hochgehen ins Ankleidezimmer. Natürlich ist auch das nicht aufgeräumt, wie man sieht. Das ist meine Sockenschublade, die ist sehr voll. Hier sind so meine längeren Socken drin. Hier sind so, ciao, hier sind so kürzere drin, so schwarze und weiße. Da sind so Kuschelsocken drin und einzelne habe ich tatsächlich gerade gar nicht. Sachen gibt's. Und da sind Strumpfhosen drin. Ja, wow. Schrank. 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 Schrank Fabio. Wäsche Fabio. Schrank, 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 Schrank. Lieblingsserie definitiv Teen Wolf. Styles Zielinski. Love him. Love you. Und dicht gefolgt aber von Revenge, Orphan Black, jetzt auch so neuere, Haus des Geldes. Lieblingsfilm, Frozen, Tribute von Panem. Geil. 60. privates TikTok. Das Ding ist, ich speichere gar nicht so viele TikToks, weil ich die meist direkt auf Insta poste und dann da in ein Highlight, damit mein TikTok immer noch die gespeicherten so sind, dass ich da einen Überblick habe. Muss man nicht verstehen. Weil wenn ich alles dort speichere, was ich geil finde, habe ich keinen Überblick mehr über so die Sachen, die ich mir merken will. Versteht ihr, was ich meine? Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt 60 habe. Also, dass ich das 60. nehmen kann. Vor allem das 60. von oben oder unten? Von oben. Okay, wir zählen mal. Das sind immer 3 in einer Reihe, ne? 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6... Das da. Ist alles in meinen Instagram-Highlights, falls ihr meine favorite, lustigsten TikToks sehen wollt.
Mein Lieblingsfoto von Fabio und mir ist tatsächlich das erste richtige, was von uns existiert, was es so gibt, was auch seitdem mein Wallpaper ist. Das ist an dem Tag entstanden, an dem wir zusammengekommen sind und ich liebe das bis heute noch. Das ist immer noch mein absolutes Lieblingsfoto. Wow. Ich würde sagen, das war's mit Teil 1. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Vorschläge von euch, die ich jetzt nicht mit ins Video genommen habe. Aber das heißt, es ist Platz für Part 2. Also wenn ihr irgendwas noch von mir sehen wollt, egal was, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich so eine Mischung aus den Kommentaren nehmen fürs nächste Video, wenn ihr darauf Bock habt. Und aus den Vorschlägen, die ich noch von euch von Instagram habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Lieblingssüßigkeit in die Kommentare. Und dann vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!